4 Mannschaften kämpfen um den Einzug ins WM-Finale, zumindest hier in meiner Prognose. Wir beginnen mit der Niederlande, die noch nie Fußball-Weltmeister waren, gegen einen der 3 Gastgeber, gegen die Kanadier, die sich überraschenderweise hier in der Prognose vorgekämpft hatten bis ins Halbfinale. Wie gesagt, sensationell. Schön zu sehen, dass gerade in so einer Prognose auch mal Vorhersehbares möglich ist. Und die Kanadier, die machten das am Anfang gar nicht so schlecht. Die Anfangsphase gehörte nämlich ihnen. Ersten 10 Minuten. Danach passierte lange nichts. Dann kamen die Niederlande kurz vor der Pause mal mit einer Chance. Aber daran sah man auch, wie schwer es die Kanadier den Niederlanden es machte. Die standen eigentlich hinten relativ gut, sehr souverän. Spielten natürlich auch mit diesem Hintergedanken zum allerersten Mal hier, zumindest in der Prognose, in ein WM-Finale einzuziehen. Dann gab es aber diese Chance nach 56 Minuten. Der Wechsel zwischendurch, den nehmen wir noch mit. Alphonso Davies, auch viel mit Verletzungen zu tun gehabt. Der war auch nicht Stammkraft in seiner Nationalmannschaft. Dann die Ecke. Mal nicht lang ausgespielt für die Niederländer, sondern ganz kurz gespielt mit Gravenberch und Cody Gakpo. Einer der Stars in dieser WM-Prognose. Da kommt er noch mal an den Ball. Cody Gakpo! Und das 1:0 nach 58 Minuten. Das 1:0 für Oranje. Und ein ganz, ganz großer Schritt Richtung WM-Finale. Zumindest hier in-game. 3-mal durften sie schon ein WM-Finale spielen. 1974 gegen Deutschland, 1978 gegen Argentinien und 2010 gegen Spanien. In allen 3 Finalspielen gingen sie als Verlierer vom Platz. Also die Niederländer warten noch auf ihren ersten WM-Titel. Hier in der Prognose könnte es zumindest soweit sein. Sie zogen nämlich ein ins Finale. Unter dem Strich eine sehr souveräne, vor allem defensive Leistung. Gerade in der zweiten Halbzeit nicht mehr viele Highlights, bis auf das Tor. Die Kanadier konnten dann auch nichts mehr entgegensetzen. Also, Finalist Nummer 1 ist gefunden. Die Niederlande wartet jetzt auf ihren Finalgegner. Entweder der 5-fache Weltmeister Brasilien oder einer der Gastgeber USA, die im zweiten Halbfinale aufeinander trafen. Das fand nämlich im Boston Stadium statt, also Brasilien gegen, ja, unter anderem einen der Gastgeber USA, um die es gerade in den letzten Tagen in echt sehr viel Wirbel gab. Es ging um Folarin Balogun, der nach einer roten Karte gegen Bosnien doch spielen durfte. Da gab es ein Gespräch zwischen Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino, Best Friends. Die gehen auch abends, glaube ich, zusammen öfter mal duschen. Durfte dann doch spielen. Am Ende hat es nichts gebracht. Die USA verlor mit 1:4. Schied gegen Belgien aus und mal gucken, wie es hier in der Prognose lief. Sie kamen nämlich gut rein. Die Brasilianer, auch ganz typisch für diese Prognose, brauchten immer ein bisschen. Die verschlafen ganz oft die erste Halbzeit, die ersten paar Minuten. Die gingen also an die Amerikaner. Dann wachten aber die Brasilianer auf. 5-facher Weltmeister, wie gesagt. Rekordweltmeister. Wäre ja gelacht, wenn sie das hier nicht irgendwie hinbekommen würden. Rafinha! Minute 36. Was für eine Bude, was für eine Hütte. Der Mann vom FC Barcelona, richtig gut drauf. Auch in der Prognose einer der Stützen dieser brasilianischen Mannschaft, der dafür sorgte, dass sie zunächst mal mit 1:0 hier in Führung ging. Hier einhaken, 2, 3 Amerikaner können ihn da nicht stoppen und auch Freeze im Tor. Ohne Chance, der Ball klatscht noch gegen den Innenpfosten. Ein sehr, sehr schönes Tor. Auch in der zweiten Halbzeit, die Amerikaner mit dem Mute der Verzweiflung. Ball nach vorne. In die Tiefe gespielt, da kommt Pulisic und da ist Serginho Dest. Und der Ausgleich. Nach 70 Minuten hatte sich nicht angedeutet, überraschend, gerade Serginho Dest als Rechtsverteidiger. Die Auswechselbank total aus dem Häuschen. Eine Wiederholung gucken wir uns dann noch an, weil es ging dann direkt ins Elfmeterschießen. Verlängerung können wir uns sparen. Buntes Hin- und Hergeschiebe. Da wollte keiner Risiko gehen, aber jetzt das Elfmeterschießen. Fabinho begann für die Brasilianer und das 1:0. Souverän. Linke Seite gab es nicht zu halten. Dann der Spieler, um den es ja in den letzten Tagen sehr viel Wirbel gab. Der kann natürlich dafür nichts. Er ist derjenige, der im Mittelpunkt steht, obwohl er es eigentlich gar nicht möchte. Er traf zum 1:1. Dann Rafinha im Spiel getroffen. Auch hier im Elfmeterschießen ganz, ganz souverän. Brachte Brasilien in Führung. Die Amerikaner immer unter Druck, dass sie nachziehen mussten. Aronson der Nächste gegen Alisson Becker und auch der eiskalt abgezockt in die Mitte. 2:2. 4 Spieler, 4 Treffer. Matthäus Cunha war der Nächste. Ex-Leipziger, Ex-Herthaner und auch er souverän. Rechte Seite aus Schützensicht.
Weston McKennie, altbekannter aus der Bundesliga, Schalke 04, Juventus Turin aktuell. Und er verschoss. Er war der Erste, der den Ball nicht im Tor unterbrachte. Und die Chance, Vinicius Junior in der letzten Runde auch im Elfmeterschießen getroffen. Und genauso auch hier. Also die Brasilianer waren nur noch ein Elfmeter davon entfernt. Zen Diaz war derjenige, der ihn machen musste. Sonst waren die Brasilianer im WM-Finale. Großer Druck lastete auf ihn. Aber er behielt die Nerven. 4:3. Aber jetzt auf der anderen Seite die Chance für Gabriel Martinelli. Wenn er traf oder treffen würde, dann wäre Brasilien der Finalgegner der Niederlande. Martinelli, die Nummer 22 in die Mitte. Und die Chance für die Amerikaner lebte weiterhin. Ein absolut spannendes Finale am Siedepunkt. Das nächste Duell, Roldan gegen Alisson Becker. Roldan in die Mitte, 4:4. Jetzt ging es ins Sudden Death. Die Brasilianer konnten und mussten wieder vorlegen. Ederson, der Erste, rechts platziert ins Eck. Und die Amerikaner mussten jetzt nachziehen. Die nächste Gelegenheit, Freeman. Auf ihm lastete jetzt der Druck einer ganzen Nation, einer ganzen Mannschaft. Er musste treffen. Ansonsten ist Brasilien der Finalgegner der Niederlande. Und genauso kam es. Die Brasilianer gewinnen erneut im Elfmeterschießen, haben jetzt die große Chance, ein 6. Mal virtuell mit eingerechnet, sich hier zum Weltmeister zu krönen. Die Amerikaner haben ein gutes Turnier gespielt. Gerade auch hier in der Prognose natürlich bis ins Halbfinale. Genau wie die Kanadier, das wird es in echt wahrscheinlich nie geben. Aber es macht Spaß. So eine Prognose ist ja auch dafür da, auch mal Unvorhersehbares und ja, Sachen zu prognostizieren, die eigentlich so nie passieren. Wir haben also ein Finale. Die Niederlande trifft im allerletzten Spiel dann, was ich live kommentieren werde, auf Brasilien im Finale in New York, New Jersey. Wir schauen dann vorletztes Mal auf den Turnierbaum. Die Niederlande und Brasilien bestreiten also nun in Match Nummer 104 das WM-Finale. Die Niederländer setzten sich unter anderem hier in der Prognose gegen Schottland und Deutschland durch. Brasilien gewann im Elfmeterschießen gegen England und jetzt auch im Halbfinale gegen die USA. Also ein letztes Mal noch. Es gibt noch ein WM-Prognosen-Video, was ich live kommentieren werde. Die Niederlande gegen Brasilien. Krönt sich die Niederlande zum ersten Mal virtuell mit eingerechnet zum Fußball-Weltmeister oder holt sich Brasilien den 6. Stern? Das erfahrt ihr im allerletzten Video dieser WM-Prognose 2026. Ich verabschiede mich und ich erwarte euch beim Finale wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.